Orangenhaut beim Autolack ist ein lästiges und hässliches Thema. In diesem Video zeigen wir, wie du sie entfernen kannst. Wir sind immer noch bei 3M und haben uns im letzten Video mal angeschaut, wie viel Lackabtrag eigentlich bei den Körnungen entsteht und warum das praxisrelevant ist, vielleicht gerade beim 1500er Schliff auch Arbeitsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen, wollen wir jetzt an einem sehr guten und praktischen Beispiel zeigen, nämlich dem Entfernen von Orangenhaut. Das ist ein Schleifprozess, der relativ grob ist, also wo ich wirklich auch mal eine halbe, ganze oder ein ganzes Bauteil oder auch mal ein halbes Bauteil grob schleife. Das heißt, wir haben eine relevante Staubentwicklung. Und der Christian von 3M kommt gleich wieder zu mir und wird dir zeigen, wie man hier so eine wirklich versaute Orangenhauthaube wieder bearbeiten kann. Wann hat das eine Bedeutung? Häufig werden einzelne Bauteile nachlackiert und die Struktur der nachlackierten Bauteile passt dann nicht immer zu dem Rest. Und dann kann es passieren, dass du als Aufbereiter gefordert bist und diesen Strukturunterschied anpassen sollst. Und dann kommt der Prozess, den wir dir jetzt zeigen, ins Spiel. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Parallel zum Schleifprozess werden wir in dem Zyklon auch nochmal den Staub auffangen, der bei dieser Viertelhaube entsteht. Also wir werden uns von der Karosseriekante bis zum Klebeband arbeiten und auch mal schauen, wie viel Schleifstaub dabei entsteht, um auch nochmal zu sensibilisieren, wie wichtig der persönliche Arbeitsschutz ist. Ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir springen gleich voll rein. Los geht's mit dem Entfernen der Orangenhaut. Schritt 1, wir messen die Lackschicht, um zu gucken, haben wir überhaupt genug Luft, um Orangenhaut zu entfernen. Wenn nicht, dürfte der Lackierer gleich nochmal ran, weil so eine Struktur kann man natürlich nicht lassen. Das sieht ja richtig unschön aus. Um diese Art der Orangenhaut zu entfernen, wenn man sieht, das ist schon ordentlich strukturiert, hier ist schon ordentlich Orangenhaut vorhanden, da braucht man schon was Gröberes. In dem Fall eine Filmschleifscheibe, weil wir brauchen wirklich einen harten Untergrund. Wenn wir zum Beispiel unsere flexible Feinschleifscheibe, die ein extrem beliebtes und gutes Produkt ist, aber die hat in dem Fall einen Schaumrücken, die ist zum Mattieren Weltklasse, alles gut, nur um diese Art der Orangenhaut zu entfernen, da reden wir von Struktur entfernen auch, da wäre unsere erste Empfehlung eine 1500er 26011 Filmschleifscheibe. Das möchte ich mal vormachen. Für die Ränder nehme ich dann die flexible Feinschleifscheibe, weil es ist so, dass an den Kanten wirklich der Lack immer wegläuft. Das ist halt so von der Physik her. Und da haben wir ganz schnell einen Durchschliff. Und deswegen möchte ich im besten Fall mit der Maschine von den Kanten fernbleiben. Und die würde ich dann von Hand anschleifen. Dafür nehme ich die flexible Feinschleifscheibe, weil die ist echt super. Die kann ich falten, da kann ich alles machen. Die kann ich Maschine, Handschliff, alles mitmachen und wird dann die Kante mit der flexiblen Feinschleifscheibe vorschleifen, um mit der Maschine nachher davon wegzubleiben. Ganz wichtig, ohne Druck arbeiten, wirklich nur so, dass das Pad gleichmäßig aufliegt. Die Kanten sind immer dünn lackiert, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Im Zweifel lass an der Kante lieber ein bisschen mehr Orangenhaut stehen, wenn du unsicher bist, ob du das hinbekommst. Im Zweifel empfiehlt sich sowieso immer mal eine Haube und Kotflügel zum Üben zu holen. Nicht vielleicht gleich am Kundenauto, schon gar nicht an einem sehr teuren, das kann nicht mehr schief gehen. Hier ein kleiner Trick, den Christian so ganz nebenbei macht, einfach mit der Rückseite. Und Staub ist hier ein relevantes Thema bei 1500er Körnung. Unbedingt auf Arbeitsschutz achten. Eine Absaugung sollte dabei sein, also einfach einen Staubsauger anschließen, die Schleifmaschine und aber auch Schutzbrille, Partikelmaske, also so, dass man das Zeug nicht einatmet. Man sieht, was hier trotz Absaugung immer noch auf dem Lack landet. Jetzt ist wichtig, die Maschine gleichmäßig zu halten, nicht zu drücken, nicht auf Kante zu fahren und dann über die Oberfläche zu bewegen. Am Anfang lieber öfter mal etwas gucken, vielleicht nicht gleich eine ganze Haube schleifen, sondern zwischendurch mal gucken, wie weit das Ergebnis ist. Das sieht man auch ganz gut durch den Schliff. Arbeite immer Stück für Stück, guck, wie lange die Scheibe hält. Bei so einem großen Bauteil reicht es hier gerade mal eine halbe Haube. Man sieht, das Schleifbett unten wird unregelmäßig, aber dann wechselst du einfach die Scheibe. Und das Schöne am Trockenschliff ist, du siehst, was passiert. Also du siehst regelrecht, wie die Orangenhaut unter dem Schleifpapier entfernt wird. Zuerst siehst du, dass sie so leicht angekratzt wird, hast noch Täler und Berge und dann ist es irgendwann eine glatte, gleichmäßige Oberfläche. Dann weißt du, die Orangenhaut ist bearbeitet. Im Zweifelsfall bearbeitest du lieber die Fläche zweimal so als einmal zu viel. Gerade wer wenig Erfahrung hat, sollte sich da langsam erstmal rantasten und den Prozess wirklich kontrolliert machen und nicht zu viel Wert auf die Geschwindigkeit legen. So, wenn wir hier geschliffen haben und wir sehen hier den ganzen Staub, dann ist unsere Empfehlung auch immer, eine Scotch-Brite-Fließscheibe zu benutzen, allein um 80% dieses Staubes schon wegzusaugen, weil in der Realität sieht das oft so aus, dass die Aufbereiter, die Finisher da draußen, die Polierer jetzt hingehen mit dem Lappen oder pusten. Und das heißt, Druckluft hier drauf, kriege ich das auch sauber, aber das schwirrt mir alles komplett durch die Halle und da habe ich schon die Fehler wieder vorprogrammiert. Und deswegen ist unsere erste Empfehlung, den geschliffenen Schleifstaub mit der Fließscheibe erstmal zu entfernen.
Diese Schleife hat keine schleifende Wirkung. Die ist einfach in unserem Bereich da, um den Staub abzusaugen. Christian macht es nämlich genauso wie vorhin schon besprochen. Er hat jetzt gesehen, okay, ich muss nochmal nachschleifen, das hat nicht gereicht, mach nochmal eine zweite Runde in dem Bereich, dann wieder den Staub runter und dann nochmal kontrollieren. So, Nico, wie du siehst, haben wir jetzt die Orangenhaut entfernt mit der 1500er Schleifscheibe. Aber wir wollen die natürlich jetzt in eine polierfähige Oberfläche bringen. Und in unserem Fall ist das immer eine 3000er Körnung ist polierfähig. Und deswegen wäre der nächste Schritt, diese 1500er Körnung mit einem 3000er zu überschleifen, um die nachher polierfähig zu machen. Da wir jetzt mit unserer P3000 Trisex Schleifscheibe feucht arbeiten, benutze ich keine Absaugung mehr. Wie gesagt, feucht, nicht nass, also 1, 2 Spritzer auf die Scheibe reichen komplett. Wir wollen beim Schleifen diesen Film sehen, Dreim nennt ihn Slurry, warum auch immer. Das ist im Endeffekt das System von Trizac, dass dieses Schleifmedium sich zerbricht und diesen leichten Film bildet. Das ist optimal, so soll es aussehen. Wenn es zu trocken wird, einfach mal nachsprühen und weiterschleifen. Diese Trizac-Scheiben sind sehr, sehr, sehr ergiebig, also da reicht in der Regel eine für so ein Bauteil aus. Wenn nicht, du wirst ja auch merken, wenn das Schleifergebnis ungleichmäßig wird, der Slurry abnimmt, nimmst du einfach eine neue Scheibe. Aber wie gesagt, die halten wirklich sehr lange. Arbeite kontrolliert über die Oberfläche. Als kleiner Hinweis, mindestens die gleiche Zeit, wie du davor grob geschliffen hast, vielleicht sogar doppelt so lange. Da kannst du ein bisschen testen. Wie gesagt, gerade bei so, ich sag mal, drastischen Maßnahmen rate ich immer dazu, bei einer Testhaube zu üben. Nach dem Abwischen siehst du schon, wir haben langsam wieder Glanz auf der Oberfläche und vor allen Dingen, du siehst, okay, die Orangenhaut konnten wir tatsächlich wirksam bekämpfen. Um später die Polierzeit kurz zu halten, würde ich hier auch das P8000 einsetzen. Bedeutet einfach, wir haben eine ganz tolle, eine vorbereitete Oberfläche zum Polieren und erspare mir dann im Endeffekt auch Polierzeit. Same Procedure mit einem anderen Schleifkorn, P8000. Vorgehen ist genau das gleiche. Auf den Slurry achten, zwischendurch mal nachsprühen, nicht zu nass, nicht zu trocken und dann gleichmäßig kontrolliert die Oberfläche beschleifen. Hier musst du natürlich darauf achten, dass du die Kanten mit beschleifst, wie beim 3000er auch, weil du hast ja dann 2000er Schliff, den du natürlich auch entfernen willst, aber diese feine Körnung ist für die Kanten ungefährlich. Und nach dem Abwischen sehen wir schon, dass wir fast eine glänzende Oberfläche haben. Also das eine oder andere Autohaus gibt schon so ein Autohaus. Spaß beiseite. Wir müssen natürlich nochmal polieren, aber hier sieht es schon mehr Glanz drin. Wir verwenden jetzt hier den 3M3-Stufen-Prozess. Im Endeffekt eine grobe Schleifpaste, eine feine Schleifpaste und eine Hochglanz-Anti-Hologramm-Politur. Alles rotativ gefahren. Wir wollen mal sehen, ob wir Uni-Schwarz hologrammfrei auf Hochglanz gehen. Christian, das sieht ja super aus. Also wir haben tatsächlich eine normale Struktur, würde ich sagen, hergestellt. Könnte man das jetzt auch noch weiter treiben, noch mehr Struktur rausnehmen? Ja, ich denke, wir haben da schon ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Es kommt auch irgendwo immer auf die Zeit. Zeit ist Geld an. Und ich denke, in der Zeit haben wir hier ein echt tolles Ergebnis zustande gebracht. Ja. An der Stelle, bevor ich nochmal die Lackschichtdicke messe, 2 Tipps von meiner Seite. Es geht natürlich auch immer darum, eine Struktur anzugleichen. Es wird selten, zumindest in Deutschland, passiert das relativ selten, dass jemand kommt und sagt, ein ganzes Auto Orangenhaut auf 0 soll ein Showcar werden. Hat man echt selten. Sollte sowas mal vorkommen, bitte beim Lackierer darauf achten, dass einfach genug Klarlack aufgebracht wird, gerne 2, 3, 4 Schichten, damit man einfach genug Luft hat, den Prozess jetzt nochmal zu wiederholen. Und zum Thema Wiederholen, meine Empfehlung, zumindest so würde ich es machen, wenn ich an sowas rangehe, lieber erstmal einmal schleifen, hochpolieren, gucken, was ist und durchmessen und dann im gegebenenfalls nochmal wiederholen, anstatt zu weit zu gehen. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Perfekt. Wir gucken jetzt nochmal vor unserem Abschluss, wie viel Lack tatsächlich abgetragen wurde im Durchschnitt. Ich nehme mir wieder 10 Werte. Wir haben einen Durchschnittswert von 170 μ.
Zur Erinnerung, wir hatten vorher 177 μ mit Messtoleranzen, die jetzt natürlich nicht punktuell waren, aber es war auf jeden Fall nicht extrem viel Lack, sodass man sagt, wir haben die Hälfte vom Klarlack entfernt. Hielt sich wirklich in Grenzen, sagen wir mal wahrscheinlich 7 bis 10 μ werden es so gewesen sein. Was sagt da deine Erfahrung, haut es hin? Ja, haut absolut hin. Also ein Prozess, den man sich wirklich auch trauen kann. Auf Werkslacken muss man sich natürlich überlegen, weil da haben wir natürlich viel weniger Klarlack. Aber auf dem nachlackierten Lack hat man da durchaus Luft, ein schönes Ergebnis auch aus einem schlechten Lackfinish rauszuholen. Wir haben jetzt einen Teil des Staubs hier auch aufnehmen können. Das ist wirklich eine beachtliche Menge. Deswegen auch noch mal dran denken. Arbeitsschutz ist wirklich wichtig. Tragt auf jeden Fall eine Maske. Eine Absaugung hat jetzt vielleicht nicht jeder, aber gerade dann erst recht darauf achten, eine Maske zu tragen und wirklich regelmäßig die Oberfläche sauber zu machen und keine anderen Autos in der direkten Umgebung stehen zu haben, kann man immer nur wieder betonen. Sehe ich absolut genauso. Also nicht nur der persönliche Gesundheitsschutz, der an oberster Stelle steht, aber auch die Arbeit, die mir entsteht, wenn ich umliegende Fahrzeuge mit dem ganzen Staub beaufschlage, ist alles Arbeit, die ich nachher wieder irgendwo habe. Sind wir wieder beim Zeit ist Geld und deswegen ist es auch sehr wichtig. Wunderbar. In diesem Sinne keine Angst vorm Schleifen. Selbst wenn noch mal so ein Kringel übrig bleibt, bearbeitet man halt punktuell nach. Da passiert gar nichts. Es ist ein schneller Prozess, ein relativ sicherer Prozess. Gerade mit der Maschine hat man da keine Unebenheiten, wenn man die Maschine gerade auflegt und nicht zu viel Druck einsetzt. Tastet euch einfach mal ran, wie ihr es beim Polieren vielleicht auch gemacht habt. Holt euch eine Schrotthaube wie hier und guckt einfach mal, was geht. Und dann habt ihr wieder was ihr mehr anbieten könnt. Wieder die Arbeit besser machen, das Ergebnis besser machen, eure Kunden glücklicher machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Hau rein!